Aristoteles möchte herausfinden, wie der Mensch die Eudaimonia, also ein gutes und gelungenes Leben führen kann. Ein gutes Leben ist bei Aristoteles ein tugendhaftes Leben. Im letzten Clip hatten wir anhand von Aristoteles Seelenmodell untersucht, welche Bedeutung das vernünftige Seelenvermögen für die Ausbildung der Tugenden hat. Der Fokus lag dabei auf den dianoetischen Tugenden. Heute betrachten wir die ethischen Tugenden bzw. die Charaktertugenden genauer. Doch zunächst ein kleiner Schritt zurück. Was meint Aristoteles denn eigentlich ganz genau mit Tugend? Tugend, zu griechisch Arete, kann auch übersetzt werden mit Tüchtigkeit, Tauglichkeit, Gutsein, Vortrefflichkeit oder Bestzustand. Laut Aristoteles ist eine Sache gut, wenn sie ihr Ergon, ihre spezifische Aufgabe oder Funktion erfüllt. Ein Messer ist zum Beispiel dann gut, wenn es gut schneidet. Die spezifische Funktion, das Ergon des Messers, ist das Schneiden. Die spezifische Funktion des Menschen, sein Ergon, ist die Vernunft. Der Mensch handelt und lebt gut, wenn er seiner Bestimmung gemäß lebt. Das bedeutet, wenn er sich von seiner Vernunft leiten lässt. Die Arete, die Tugend, das Gutsein, besteht beim Menschen darin, auf die Vernunft zu hören. Alle Tugenden haben daher einen Bezug zur Vernunft. Wir wissen bereits, dass es sich bei den dianoetischen Tugenden um rein verstandesmäßige Tugenden handelt, welche durch Lehre, durch Unterricht erworben werden. Die ethischen Tugenden oder Charaktertugenden entstehen hingegen durch Erziehung, Einübung und Gewöhnung. Die dianoetische Tugend Klugheit, zu griechisch Phronesis, spielt eine ganz besondere Rolle bei der Ausbildung der ethischen Tugenden. Denn die Klugheit kann die menschlichen Affekte beeinflussen und damit Einfluss auf das eigentlich vernunftlose, sinnlich begehrende Seelenvermögen oder Strebevermögen nehmen. Indem das sinnlich begehrende Seelenvermögen auf die Vernunft hört, können sich ethische Tugenden entwickeln. Aber was sind ethische Tugenden denn überhaupt? Die ethischen Tugenden sind ihrer Gattung nach eine Haltung oder Einstellung. Wer aus einer Haltung oder Einstellung heraus lebt, handelt nicht zufällig oder aus einer gewissen Stimmung heraus, sondern weil dieses Handeln ein Teil seiner Persönlichkeit, seines Charakters geworden ist. Laut Aristoteles gibt es eine natürliche Anlage zu den Charaktertugenden oder ethischen Tugenden. Die eigentlichen Tugenden muss man jedoch erlernen, aber nicht wie die dianoetischen Tugenden durch Lehre oder Unterricht, sondern durch Erziehung, Einübung und Gewöhnung. Tugenden werden gegen innere Widerstände erworben. Man muss nämlich das richtige Verhältnis in Bezug auf seine Affekte finden. Die Vernunft, genauer die Klugheit, muss die Affekte kontrollieren. Erziehung dient dazu, Lust am Guten und Unlust am Schlechten zu empfinden. Ob wir gut oder tugendhaft gehandelt haben, merken wir an den Reaktionen unserer Mitmenschen. So können schlechte Verhaltensweisen bemerkt und korrigiert werden. Aristoteles betont, dass über Tugend nur derjenige Mensch verfügt, der sich am Richtigen auch erfreut. Tugenden müssen eingeübt und mehr verinnerlicht werden. Durch gerechtes Handeln wird man gerecht, durch besonnenes Handeln besonnen, kurz, durch tugendhaftes, gutes Handeln tugendhaft. Der griechische Begriff dafür ist Eupraxia, das gute Handeln. Ethische Tugenden bilden sich nur durch gutes Handeln, Eupraxia, aus. Und erst wenn man sich wirklich daran gewöhnt hat, richtig bzw. tugendhaft zu handeln, ist man laut Aristoteles ein tugendhafter Mensch. Hat sich der Mensch an das richtige Handeln gewöhnt, also eine richtige Haltung, eine ethische Tugend entwickelt, dann ist die Klugheit für das richtige Handeln nicht mehr nötig. Der Mensch handelt dann automatisch richtig oder tugendhaft. Er ist dann ein tugendhafter Mensch. Aristoteles bestimmt die ethischen Tugenden ihrer Art nach als eine Mitte. Mitte heißt auf Griechisch Mesotes. Deshalb nennt man Aristoteles Tugendlehre auch Mesotes-Lehre. Die Tugend zielt laut Aristoteles immer auf die richtige Mitte zwischen zwei Extremen, nämlich Übermaß und Mangel. Die Tugend ist also die richtige Mitte zwischen den Extremen Übermaß und Mangel. Es handelt sich dabei jedoch nicht um eine mathematische oder objektive Mitte, sondern um eine relative oder subjektive Mitte.
Es handelt sich um eine Mitte für uns, die von Person zu Person und von Situation zu Situation verschieden ist. Diese Mitte in Bezug auf uns muss im jeweiligen Einzelfall bestimmt werden. Diese Bestimmung ist gar nicht so einfach. Aristoteles erklärt, dass es viel schwieriger ist, richtig zu handeln als falsch, denn das Richtige ist begrenzt, das Falsche jedoch unbegrenzt. Es gibt viele Arten, falsch zu handeln, aber nur eine Art, richtig zu handeln. Außerdem hängt das Richtige von der Person und der Situation ab und muss dementsprechend beurteilt werden. Bei der Bestimmung der richtigen Mitte hilft uns die Tugend der Klugheit, die Phronesis. Hat sich der Mensch an das tugendhafte Handeln gewöhnt, dann ist die Klugheit nicht mehr nötig. Die dianoetische Tugend der Klugheit verwandelt sich nämlich durch Einübung und Gewöhnung in die verschiedenen ethischen Tugenden. Wenn die Klugheit jedoch die rechte Mitte verfehlt und immer eines der Extreme trifft, dann entwickelt der Mensch keine Tugend, sondern ein Laster. Verschaffen wir uns zunächst einmal einen Überblick über die verschiedenen ethischen Tugenden, die Aristoteles in seiner nikomachischen Ethik nennt. Wie eben erklärt, ist die Tugend die rechte Mitte zwischen Übermaß und Mangel. Die Tugend der Tapferkeit ist die Mitte zwischen den falschen Extremen Feigheit und Tollkühnheit. Die Tugend der Besonnenheit liegt zwischen Zügellosigkeit und Stumpfheit. Die Freigebigkeit zwischen Geiz und Verschwendungssucht. Hochherzigkeit ist die rechte Mitte zwischen Kleinlichkeit und Protzerei. Ehrbewusstsein liegt zwischen den Extremen Ehrgeizlosigkeit und Ehrsucht. Seelengröße zwischen Engstirnigkeit und Aufgeblasenheit. Sanftmut zwischen Streitsucht und Zornlosigkeit. Freundlichkeit zwischen Grobheit und Anbiederei. Wahrhaftigkeit zwischen Tiefstapelei und Prahlerei. Und Artigkeit schließlich ist die rechte Mitte zwischen Steifheit und Possenreißerei. Mit einigen dieser Tugenden können wir heute sicherlich mehr anfangen als mit anderen. Greifen wir einmal die Tugend der Tapferkeit heraus, um zu verdeutlichen, wie die ethischen Tugenden laut Aristoteles entstehen und welche Rolle die Klugheit dabei spielt. Stellen wir uns folgende Situation vor. In einer S-Bahn bedrängen und beleidigen 3 Jugendliche einen älteren Mann. Was wäre in dieser Situation ein richtiges, ein tugendhaftes Handeln? In dieser Situation ist ganz offensichtlich die Tugend der Tapferkeit gefragt. Diese Tugend ist die Mitte zwischen den beiden Extremen Feigheit und Tollkühnheit. Die Klugheit oder sittliche Einsicht, zu griechisch Phronesis, soll uns nun helfen, entgegen unserer Affekte richtig zu handeln. Dazu brauchen wir mehr Hintergrundinformation. Stell dir vor, es ist 16 Uhr, die S-Bahn ist voll besetzt und du kommst gerade mit deinen 2 Kumpels vom Kampfsport. Tapfer wäre dann, zusammen mit deinen Kumpels zu den Jugendlichen zu gehen und sie aufzufordern, den Mann in Ruhe zu lassen. Wenn sie nicht auf dich hören, dann stellst du dich schützend vor den Mann. Stell dir jetzt vor, es ist Nacht und es sind nur wenige Leute in der S-Bahn. Die Hälfte davon ist betrunken. Außerdem bist du alleine unterwegs. Tapfer wäre jetzt, die nüchternen Fahrgäste anzusprechen und gemeinsam mit ihnen aus sicherer Distanz die Jugendlichen dazu aufzufordern, den Mann in Ruhe zu lassen. Sollten sie nicht von ihm ablassen, rufst du die Polizei. Stell dir nun vor, du bist 85 Jahre alt, es ist Nacht und du fährst alleine in der S-Bahn. Außer dir sind nur noch 2 weitere betrunkene Männer im Abteil. Tapfer nun wäre es, möglichst unauffällig den Notknopf in der S-Bahn zu drücken oder die Polizei anzurufen. Wie du an diesem Beispiel siehst, ist es gar nicht so einfach, die richtige Mitte zu treffen und in einer konkreten Situation richtig zu handeln. Um die Situation richtig einzuschätzen und entgegen seiner Affekte zu handeln, benötigt der Mensch die Vernunft, genauer die Phronesis, die sittliche Einsicht oder Klugheit. Ein tugendhafter Mensch ist laut Aristoteles ein Mensch, der seine Vernunft gebraucht. Benutzt er die reine Vernunft, so entwickelt er die dianoetischen Tugenden, die Verstandestugenden. Eine dieser dianoetischen Tugenden, die Phronesis, die Klugheit, die sittliche Einsicht, ist zuständig für das richtige Handeln.
Dieses richtige Handeln hat bei Aristoteles immer den Charakter einer Mitte zwischen zwei falschen Extremen. Hat sich der Mensch an das richtige Handeln gewöhnt, also eine richtige Haltung, eine ethische Tugend entwickelt, dann ist die Klugheit für das richtige Handeln nicht mehr nötig. Der Mensch handelt dann automatisch richtig oder tugendhaft. Die dianoetische Tugend der Klugheit kann sich also durch Einübung und Gewöhnung in verschiedene ethische Tugenden verwandeln. Mit dem Quizlet Lernset Aristoteles Mesotes Lehre kannst du dein Wissen jetzt überprüfen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!